Es gibt in Hamburg noch 7 existierende jüdische Friedhöfe. 2 davon sind in Wandsbek, einer in Ohlsdorf, 3 in Altena und einer in Harburg. Heute stellen wir euch den jüdischen Friedhof in Langfelde vor. Mitte der 1870er Jahre beschloss der Hamburger Senat, die Anlage eines neuen Zentralfriedhofs in Ohlsdorf zu bauen. Die deutsch-israelische Gemeinde und die portugiesisch-jüdische Gemeinde Hamburgs erhielten dort einen separaten Begräbnisplatz an der Ilandkoppel. Diese lehnten die strenggläubigen Mitglieder der jüdischen Gemeinde aber ab, weil das Grundstück nur auf begrenzte Zeit gekauft werden konnte und so eine wichtige religionsgesetzliche Anforderung nicht erfüllte. Die strenggläubigen Gemeindemitglieder, die man auch als orthodox bezeichnet, bestanden nämlich darauf, ein Friedhofsgrundstück auf Ewigkeit zu erwerben. Das war nach ihren Vorstellungen wichtig, damit die Totenruhe niemals gestört wird und die Toten dort auf Ewigkeit liegen können, denn sie hoffen auf die Erlösung durch die Ankunft des Messias, deren Zeitpunkt ungewiss ist. Der Senat verweigerte der jüdischen Gemeinde aber einen Verkauf auf Ewigkeit. Daher suchte eine kleine Gruppe strenggläubiger Juden um den Rabbiner Anschel Stern außerhalb des Hamburger Stadtgebiets nach einem geeigneten Friedhofsgrundstück. 1887, nach 10 Jahren der Suche, erwarb diese kleine Gruppe orthodoxer Hamburger Juden schließlich im preußischen Langfelde ein 2,5 Hektar großes Stück Land. Zwischen 1887 bis 1941 fanden ca. 2000 Beerdigungen auf dem Friedhof statt. Um auf lange Sicht über ausreichend Platz zu verfügen, wurden zwischen 1893 und 1900 noch weitere angrenzende Grundstücke hinzugefügt. Die meisten Grabsteine auf dem Friedhof stehen nach deutsch-jüdischer Tradition aufrecht, in Richtung Osten ausgerichtet, in Richtung des Heiligen Tempels in Jerusalem. Die Grabsteine des portugiesischen jüdischen Ehepaars Benjamin und Helene Saltiel liegen nach portugiesischer Tradition flach auf dem Boden. Eine Mittelallee teilt das Gräberfeld in 2 gerade und symmetrisch in ostwestlicher Richtung angeordnete Grabreihen. Im südöstlichen Teil des Friedhofs sind die 10 Kinderreihen bzw. Kleinkindergräber zu finden. Neben den Kindern schließen sich die Reihen von Ehepaaren und verwitweten bzw. unverheirateten Frauen und Männern an. In den Reihen der Nummern B129 bis B154 sind die sogenannten Ehren- oder Rabbinerreihen. Unter anderem liegt da auch Anschel Stern. Anschel Stern wurde im Mai 1820 in Steinbach geboren. 1851 übernahm er die Stelle des Rabbiners in Hamburg. Im Zuge der Umorganisation der deutschen israelischen Gemeinde 1867 wurde er zum Oberrabbiner ernannt. Es war Anschel Stern, der im Jahr 1886 die Erlaubnis der preußischen Regierung erwirkte, den Friedhof bauen zu dürfen. Anschel Stern ist in Hamburg am 1. März 1888 gestorben. Hinter den Rabbiner- und Ehrenreihen stehen die Grabsteine von der Familie Warburg. Moritz Warburg war ein deutsch-jüdischer Banker aus der Hamburger Bankiersfamilie Warburg und Teilhaber der Privatbank M&M Warburg. Moritz Warburg ist am 8. Mai 1838 geboren und am 29. Januar 1910 gestorben. Im nördlichen Teil des Friedhofs liegen die Gräber von gefallenen Soldaten des Ersten Weltkriegs. Im hinteren Bereich befinden sich neue Grabsteine bzw. an alten Steinen neue Inschriften für die Opfer des Holocausts. Hinter einem kleinen Friedhofsgebäude befindet sich in einer Extrareihe die Gräber der Nachkommen der Kohanim, der frühere Tempelpriester. Sie dürfen nur auf gesonderten Feldern in der Nähe des Eingangs oder eines eigenen Eingangs bestattet werden. Wir finden es toll, dass es in Hamburg heutzutage noch jüdische Friedhöfe gibt. Und dass wir den Friedhof in Langfelde besuchen durften. Wir hoffen, es hat euch gefallen.